alles ist ein Service zurzeit. As-a-Service-Modelle gewinnen auch im Produktionsumfeld an Relevanz. Und welche Potenzial damit gehoben wird, welche Dienstleistungen vielleicht zusätzlich angeboten werden können oder auch Mietmodelle für Maschinen. Das sind alles Themen, über die ich jetzt gerne sprechen würde, und zwar mit Andreas Wesshäuser, Leitungsservice und After Sales bei Kurz Ersa, und Uwe Lambrett, der den Tech-Sektor bei Deloitte leitet. Und ja, erstmal vielen Dank und schön, dass Sie da sind, dass wir über das Thema Service sprechen können. Ja, Servitization heißt das sogar bei Kurz Ersa. Also Sie haben sich das schon auf die Fahnen geschrieben, in diese Richtung zu gehen. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass Sie kurz darstellen, was man dann darunter bei Kurz Ersa versteht, und dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was so für Services denn als Beispiele, was für Services denn Sie denn bereitstellen? Ja, wir bei der Ersa möchten unseren Kunden zukünftig mehrere Möglichkeiten geben, bestimmte Themen, was unsere Lötanlagen betrifft, zu adressieren. Dafür bleibt natürlich weiterhin die telefonische Erreichbarkeit und so weiter, aber auch das Thema Digitalisierung haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben. Das heißt, über eine Plattform, webbasierend, wo der Kunde sich sozusagen bei uns einloggen kann, wo er alle Services vom Ticketing-System bis hin zum Remote-Monitoring, wo wir als Maschinenhersteller auf die Anlage nur in Zustimmung des Kundens auf die Anlage zugreifen können und dann schnellstmöglich das Problem zu beheben. Aber auch eine E-Learning-Plattform, was wir heuer auf der Messe zum ersten Mal zeigen, wo wir Videos, Kurse den Kunden zeigen, wie man beispielsweise eine Wartung durchführt, sodass beispielsweise bei neuen Personaleinstellungen ein Video, wie man bestimmte Dinge an unserer Lötanlage durchführt, zeigen kann. Aber auch der Webshop möchten wir gerne zukünftig integrieren, sodass wir eine Plattform für alle möglichen Services zukünftig unseren Kunden bieten können, aber eben auch weiterhin auf der anderen Seite die persönliche Nähe in Form von das Tagtägliche über ein ganz normales Telefonsystem sozusagen beide Möglichkeiten anbieten möchten. Nur ganz kurz, wenn wir mal zu dem Thema, was Sie genannt hatten, als Beispiel jetzt dieser Remote-Service. Das heißt, Sie nutzen dann die Daten, die von Ihren Maschinen, die bei dem Kunden im Einsatz sind, um dann zum Beispiel Fehler früher zu... Also das, was man so schön als Predictive Maintenance bezeichnet, geht es in die Richtung? Es geht in die Richtung. Wir haben eine Hardware, wir nennen das Gateway, in der Anlage verbaut, wo wir sozusagen dann, wenn der Kunde über einen ganz normalen Software-Button uns die Zustimmung gibt, dass wir über einen Tunnel und nur über diesen Tunnel der Anlage zugreifen. Da verwenden wir die neuesten Sicherheitsstandards, was das Thema Zertifikate betrifft, sodass wir da auf der sicheren Seite sind und greifen dann erst, wenn der Kunde uns bestätigt, auf die Anlage zu, über einen Tunnel für den Kunden, für diese Maschine und wir als Maschinenhersteller, sodass wir nur quasi auf diesen einen Tunnel zugreifen. Und dann können wir gemeinsam versuchen, das Problem mit dem Kunden zu lösen. Okay. Herr Lambrett, sind das so Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema Service bei Deloitte, sind das so diese Dienstleistungen, die Sie auch sehen, dass das Spektrum, was so zur Zeit angeboten wird? Also ich würde vielleicht vorschlagen, noch mal einen Schritt zurückzugehen und einfach aus meiner Sicht zu erläutern, was wir unter As-a-Service-Modellen verstehen. Ganz grundsätzlich verstehen wir darunter, dass sich das Geschäftsmodell zwischen dem Anbieter und dem Kunden verändert und dass nicht mehr Investitionsgüter vom Kunden eingekauft werden, sondern stattdessen eine Dienstleistung. Also ich kaufe, wenn ich das jetzt auf die Produktion übertrage, ich kaufe mir nicht mehr eine Produktionsmaschine ein, sondern ich kaufe mir eine Produktionskapazität und eine Verfügbarkeit ein und der Lieferant stellt mir die Maschine hin, die das zur Verfügung stellt. Und wenn die Maschine das nicht mehr zur Verfügung stellt, dann ist der Lieferant dafür verantwortlich, das zu ändern. Das heißt, das kommerzielle Interface zwischen dem Lieferanten und dem Kunden verschiebt sich in Richtung monatlicher, jährlicher Zahlungen, die an diesen Outcomes gemessen werden. Und es verschiebt sich auch, wie der Lieferant und der Kunde
interagieren. Also wenn ich jetzt vertrieblich drauf schaue, ist es natürlich ein ganz anderes Modell, ob ich zu meinem Kunden hingehe und dem jetzt die Maschine verkaufen kann. Und natürlich gibt es dann noch Sales und Service hinterher. Aber ich habe erstmal als wesentliche vertriebliche Transaktion den Verkauf dieses Investitionsguts. Das erzeugt eine bestimmte Vertriebsmentalität und auch Form der Interaktion mit dem Kunden, die natürlich ganz anders ist, als wenn ich mich gar nicht so sehr um die Maschine kümmere, sondern darum, ob der Kunde in seinem Produktionsablauf die Ergebnisse erzielen kann, die von meiner Maschine erwartet werden. In dem zweiten Falle ist es nämlich viel stärker ein kontinuierliches Engagement und auch eine, ich will mal sagen, kontinuierliche Bewerbung und vertriebliche Aktivität darum, welche Fähigkeiten meine Maschine hat. Denn ich möchte ja sicherstellen, dass der Kunde nicht nur einmal die kommerzielle Transaktion macht und meine Maschine kauft, sondern ich möchte ja, dass der Kunde kontinuierlich alle Features, die ich anbiete, auch in seinem Produktionsprozess einsetzt, sodass der Kunde kontinuierlich den maximalen Wert meines Angebots realisieren kann. Denn nur dadurch kann ich sicherstellen, dass zum Ende meiner As-a-Service-Phase, nehmen wir an, der Vertrag läuft über 12 Monate, dass der Kunde sagt, das war wirklich ein überzeugendes Angebot, Ende zu Ende, der Vertrieb war immer da, die haben mich unterstützt, die haben sichergestellt, dass das hier alles funktioniert und deswegen bin ich auch jetzt bereit, im nächsten Jahr wieder meine Subscription zu zahlen und in das entsprechende Modell wieder einzusteigen. Und das ist eigentlich, was wir grundsätzlich als As-a-Service verstehen. Und Sie können sich das ja auf verschiedene Produktbereiche projiziert vorstellen. Also das können Produktionsanlagen sein, das kann Computing sein, dann sind Sie bei Cloud Computing, das kann Netzverfügbarkeit sein, dann sind Sie bei Network as a Service. Ja. Und das Konzept ist aber überall gleich. Es gibt es übrigens auch wir sind ja hier auch in einer Messe parallel mit Halbleitern, es gibt es auch im Halbleiterbereich. Sie kaufen den Chip und zahlen dann noch zusätzlich as a Service, um zusätzliche Features über die Zeit, die Sie den Chip nutzen, freizuschalten. Wobei das ja, was Sie sagen, jetzt nochmal einen Tick darüber hinausgeht. Also bei Ihnen geht es ja tatsächlich darum, zusätzliche Dienstleistungen zu der Maschine, die verkauft wurde, anzubieten. Ja, genau. Und Sie gehen ja jetzt quasi noch einen Schritt weiter und sagen auch, dass as a Service, dass man ja quasi eher so Mietmodelle, sage ich jetzt, ganz mal genau hat, ne? Das ist was in der Industrie insgesamt als as a Service verstanden wird. Ja. Ist das bei Kurz-Ersa auch so irgendwie angedacht, dass man darüber nachdenkt, so Sachen auch dann eben als Miete, als Service, also die Maschinen als Service anzubieten? Ja, es ist angedacht und wir haben auch schon mit unseren Kunden und Partnern gesprochen, weil wir ja weltweit aktiv sind. Und aktuell ist es aber so, dass es da relativ wenig Bedarf gibt. Wir aber alles bei der Kurz-Ersa vorbereiten, damit, wenn der Bedarf von unseren Kunden vermehrt kommen würde, dass wir entsprechend aufgestellt sind. Wir müssen die Prozesse im Griff haben. Wir müssen, wurde angesprochen, vertrieblich da anders agieren. Und wir bereiten uns aber darauf vor, wenn es zukünftig in diese Richtung geht, dass wir für entsprechende Modelle dann auch die Organisation dafür haben. Ja. Aber jetzt erstmal so die Dienstleistungen, die Sie jetzt aktuell anbieten, die Sie auch genannt hatten, wie wird das angenommen bei den Kunden? Sehr, sehr positiv. Wir haben 3 Bildschirme bei uns auf dem Stand und wir zeigen im Prinzip einmal die Kundenansicht, aber auch die ERSA-Ansicht. Für den Kunden ist der Vorteil, dass er eine Plattform hat, wo er zentral eben sämtliche Themen sozusagen drinnen hat, wo er das Ticketing-System, wenn er ein Problem hat, relativ einfach zeitgerecht an uns adressieren kann. Wir müssen sicherstellen, dass wir entsprechend natürlich schnell reagieren. Dann haben wir eben diesen Remote Access. Da muss man sagen, ist das Thema Sicherheit immer wieder ein Thema und viele Unternehmen greifen aktuell noch nicht darauf zurück, aber das Feedback, wo wir hier auf der Messe kriegen, ist durchweg positiv, weil wir eben nur über einen Kanal auf diese Maschine zugreifen und die aktuellen Sicherheitsstandards eben erfüllen und der Kunde einfach auch den Mehrwert sieht, dass wir schneller, effektiver
das Problem an der Maschine eben per Fernwartung lösen können. Okay. Aber das heißt ja schon auch so, wenn ich das so raushöre, also großes Interesse oder es wird gut angenommen bei den Kunden, aber wenn es so um, ich sag mal, so neue Dinge geht, die jetzt vielleicht über das Übliche, was man so bisher hatte, hinausgehen, wie zum Beispiel so ein Remote Access, ja, da gibt es ja schon dann auch nochmal Zurückhaltung, oder das guckt man sich schon mal genauer an dann, ne? Das schaut man sich dann genauer an, da wird dann schon gefragt, wie ist denn das eben mit dem Thema Sicherheit und mit den Daten und mit den Zugriffen. Und da wir als ERSA mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten, gibt es eben nur diesen einen Kanal, wo die ERSA drauf zurückgreift, aber auch der Kunde und eben nur explizit auf diese Maschine. Wir reden nur immer dann von dieser einen Maschine. Ja, das ist klar. Ist es dann eigentlich inklusive oder zahlt man dann nochmal dann extra dafür? Da wird eine monatliche, jährliche Abrechnung dem Kunden dann in Rechnung gestellt. Ja. Wie ist das aus Ihrer Sicht, wie solche Servicemodelle angenommen werden? Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Sicherheit eingehen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da haben wirklich sehr, sehr viele Unternehmen Bedenken und zu Recht Bedenken und stellen diese Frage. Ich glaube, dass man da ganz offen und realistisch sein muss, dass man hat ja zwei Ebenen. Also man hat die Frage, ist das sicher oder nicht? Und man hat die Frage, ist das on-premise oder nicht? Und intuitiv nehmen viele Unternehmen an, dass wenn es on-premise ist und nicht in der Cloud oder remote, dass es deswegen auch automatisch sicherer ist und dass der Zugang besser kontrolliert ist. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also wenn man sich die Statistiken für Cyberkriminalität und Hacking anschaut, dann sind durchaus auch On-Premise-Systeme gefährdet, dass da dritte Parteien sich einhacken und das anschauen. Also es ist nicht unbedingt so, dass nur weil es einen Remote-Zugang gibt, dass das, genau wie Sie auch gesagt haben, wenn das entsprechend gesichert ist, dass das ein größeres Risiko beinhaltet, als wenn ich jetzt meinen privaten Serverschrank irgendwo in meiner Firma habe, wo ich glaube, dass niemand ran kann. Aber es gibt eben trotzdem, weil das vielleicht nicht in gleicher Weise professionell gemanagt ist, gibt es vielleicht trotzdem dort auch Risiken. Also ich glaube, die beiden Themen muss man auseinanderhalten. Wie gut wird das im Markt angenommen, war ja Ihre Frage. Ich sehe insgesamt einen sehr großen Trend in der Industrie in diese Richtung, as-a-Service-Modelle, so wie ich das beschrieben habe. Und zwar deswegen, weil das die Ergebnisse für den Endkunden einfach verbessert, weil es sicherstellt, dass alle in die gleiche Richtung schauen. Das heißt nämlich, der Hersteller der Maschine schaut nicht mehr drauf, habe ich meine Maschine verkauft, sondern auch der Hersteller der Maschine schaut darauf, habe ich dem Kunden am Ende den Wert gegeben, die Ergebnisse gegeben, die der Kunde wirklich braucht. Und aus der Kundensicht, der Kunde sagt, fantastisch, ich zahle ja nur tatsächlich für das, was ich auch wirklich brauche. Was ich nicht brauche, kann ich raus, man kann nicht immer aus einer Produktionsumgebung aussteigen, aber grundsätzlich ist es mal leichter gemacht, dass ich meine Nachfrage anpassen kann, nach unten und nach oben in diesen as-a-Service-Modellen. Und deswegen geht es da, glaube ich, schon grundsätzlich hin. Das andere Thema, was das auch noch treibt, ist, dass ja sehr viele Features und Leistungsmerkmale heutzutage über Software dargestellt werden. Und die Software entwickelt sich ja auch über die Zeit weiter. Und wenn ich in einem solchen Modell bin, wo ein Teil meiner Leistungsmerkmale über die Software reinkommt, dann bin ich eigentlich auch schon daran interessiert, dass der Kunde die einzeln as a Service aktivieren kann und vielleicht das mal ausprobieren kann. Da habe ich auch wieder neue vertriebliche Möglichkeiten. Ich gebe dem Kunden das mal für ein kleineres Segment. Die können das mal 3 Monate ausprobieren. Da habe ich das noch, machen die das erstmal umsonst und dann wird es aktiviert. Da kann ich also viel besser mich auch jetzt wieder aus vertrieblicher Sicht beim Kunden ausbreiten und meinen Wert darstellen und das sukzessive aufbauen. Es gibt viele Treiber, die praktisch dahin steuern, dass as-a-Service-Modelle interessanter werden und kommerziell relevant sind. Zu diesem Datenthema fällt mir immer ein, also als dieses ganze Thema Cloud Computing, wenn man sich mal den IT-Sektor anguckt, hochkam, da weiß ich, das gab es lange Zeit, große Diskussionen, viele Unternehmen, die das nicht machen wollten, weil sie gesagt haben, wir geben unsere Daten raus, Datensicherheit, Datenschutz etc.
Und das hat sich ja mittlerweile auch komplett verändert. Also Cloud ist ja eigentlich, es ist ja gar kein Thema mehr auch für große und für kleine Unternehmen überhaupt Cloud zu nutzen. Und das war ganz am Anfang auch so. Vielleicht ist das auch tatsächlich auch so eine Sache, dass man sich da auch jetzt erst so ein bisschen mit der Zeit mit dem Thema anfreundet und im Moment noch so vielleicht deswegen noch ein bisschen zurückhaltend ist. Es ist definitiv verhalten und wie gesagt, es ist nicht so, dass es über die Jahre hinweg sich als Standard etabliert hat. So wie jetzt beispielsweise mal ein ganz anderes Thema, das Online-Banking wurde auch nicht von heute auf morgen umgesetzt und jeder hat es genutzt. Es hat sich relativ langsam in den letzten Jahren entwickelt. Wir machen Remote, ja, aber es ist nicht so, dass es sich als Standard am Markt durchgesetzt hat aktuell. Das, aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Ja, und auch da haben Sie ja wieder mehrere Dimensionen. Also Sie haben ja die Frage der Souveränität, also will ich zu einem Cloud-Provider gehen, der vielleicht in einem anderen Land mit anderer Gesetzgebung versehen ist, wo dann der Geheimdienst darauf zugreifen kann und da kann auch der Cloud-Provider gar nichts dagegen tun, oder bin ich souverän? Das ist mal die eine Dimension, und die andere ist dann, bin ich überhaupt bereit, auf dieses Remote-Modell einzusteigen? Und aus meiner Sicht ist eben das Remote-Modell, das hatte ich ja gerade schon gesagt, nicht per se unsicherer als das On-Premise-Modell. Also beide Modelle haben ihre Sicherheitsrisiken und man muss in beiden Fällen genauso hinschauen. Es ist ja auch eine Industrieanekdote, dass in einigen der CPUs historisch gesehen waren ja Bugs, waren ja Sicherheitslücken, und die wurden ja von Cloud-Providern aufgedeckt, weil dort nämlich Tausende oder Zehntausende von Mitarbeitern rund um die Uhr sich um das Thema Cybersecurity kümmern, mit einer wahrscheinlich Kompetenz und Tiefe, wie es einzelne Unternehmen nicht darstellen können. Also ich will nur sagen, das Thema Cybersecurity, das muss man eben differenziert betrachten. Die Anforderungen, die auch bei den Kunden und die Voraussetzungen, die bei den Kunden, die solche Services nutzen wollen, vorhanden sein, oder welche Voraussetzungen da vorhanden sein müssen, und auch was das vielleicht auch mit dem Anbieter macht, dessen Geschäftsmodell sich verändert. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, sprechen wir mal über die Voraussetzungen bei den Unternehmen. Letztendlich ist es ja auch so, es geht sehr viel um Daten und Datentransfer. Das heißt, sowas wie eine Art von Smart Factory oder eine stärkere Digitalisierung bei den Anwendern ist dann auch schon eine Voraussetzung, um auch so Services nutzen zu können, oder sehe ich das falsch? Absolut richtig. Wir müssen eine gute Mischung zwischen Digitalisierung, digitalen Produkten, Services unseren Kunden anbieten, aber auch weiterhin die Möglichkeit, mit uns ganz normal zu kommunizieren über die herkömmlichen Wege. Deswegen ist es für uns wichtig, zeitgerechte digitale Produkte anzubieten, dem Kunden recht einfach über ein einfaches Medium, über unser Kurz-Erser-Portal sich einwählen zu können und zeitgerechte Lösungen einfach anzubieten, die er nutzen kann als Option. Ja. Wir möchten den Kunden nicht dazu zwingen, wir möchten ihn aber an die Hand nehmen und auf diese digitalen Services sozusagen bringen. Das Ticketing-System zum Beispiel ist eine komplette Unconnected-Version, also das heißt, man braucht da nicht per Daten auf irgendwelche Maschinen zuzugreifen, sondern da loggt man sich über einen ganz normalen Portal-Login ein und man kann dann digital mit uns in Verbindung treten und beispielsweise Maschinenthemen, Maschinenprobleme mit uns digital austauschen. Wir haben eine Chat-Funktion, man kann Bilder hinterlegen, man kann sämtliche Informationen auf dieser Plattform sozusagen hinterlegen und dann gemeinsam das Problem zu lösen, ohne dass man da auf die Maschine zugreifen müsste. Heißt aber auch, es ist nach wie vor der analoge Weg noch relevant, weil nicht überall so auch diese Voraussetzungen geschaffen sind. Genau. Oder wie sieht das aus in der Praxis? Wir haben viele kleine Kunden, Mittelständler,
haben aber auch große Konzerne, zum Teil ist es unterschiedlich, aber viele möchten noch eine Stimme haben und die beruhigende Stimme sagt dann, das Problem lösen wir gemeinsam und das ist heutzutage schon noch Praxis, aber wir haben auch mittlerweile viele Themen, die eben über ein Ticketing-System an uns adressiert werden, aber ich denke, eine gesunde Mischung wird weiterhin auch gefragt sein. Okay. Wie ist das aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie da ein, wie bereit sind die Unternehmen, also die Anwenderunternehmen dafür schon? Also ich glaube, das Thema Remote ist schon ein entscheidender Enabler für as a Service. Man kann aber auch as a Service realisieren, ohne dass man den Remote-Zugang hat oder nur einen sehr rudimentären Zugang. Also wenn ich jetzt wir haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo wir alle Halbleiterunternehmen befragt haben, ob die in Richtung, was ist das Ziel der Geschäftstransformation im Halbleiterbereich, und sehr viele Halbleiterunternehmen, Halbleiterhersteller haben eben gesagt, dass sie in Richtung as a Service gehen. Ist ja auch, wenn Sie jetzt schauen, viele Halbleiterhersteller kaufen sich ja Softwareplattformen dazu, also das ist sicherlich generell ein Trend, und die Halbleiterhersteller gehen natürlich nicht davon aus, dass jeder der Chips, der hergestellt wird, jetzt online mit der Homebase sozusagen verknüpft ist und dass man da kontinuierlich Daten austauscht, sondern eher, dass es vielleicht in Form zertifizierter Token stattfindet, wenn zusätzliche Features aktiviert werden. Das heißt, wie sich dieses as-a-Service-Modell manifestiert, das hängt eben sehr stark von den konkreten Herausforderungen und der konkreten Industrie ab. Also in Ihrem Falle kann ich das ganz klar sehen, dass Remote eine wirklich wichtige Komponente ist. Das muss aber nicht immer so sein. Vielleicht schicke ich meinem Halbleiterhersteller oder Toolhersteller eine E-Mail und sage, ich möchte gerne noch dieses Feature aktivieren, und dann zahle ich eben statt 750 € im Monat, 790 € im Monat, ich bekomme dann ein Zertifikat, das Zertifikat installiere ich auf der Maschine und dann habe ich das Feature. Und ich brauche eigentlich gar keine Live-Remote-Verbindung mit den ganzen Risiken, aber auch Vorteilen, die Sie ja beschrieben hatten. Also es hängt ein bisschen von der Industrie und von der Anwendung ab. Ergänzend möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass wir auch den Fachkraftmangel, den wir ja seit Jahren haben und der zukünftig nicht besser wird, dadurch, dass wir dann Remote-Lösungen, digitale Lösungen haben, auch flexibler auf die Anforderungen reagieren können. Und somit ist es auch ein Aspekt, dass wir da definitiv zukünftig was bieten müssen, weil einfach Servicetechniker werden zukünftig weniger sein. Ja, und deswegen brauchen wir an der Stelle auch entsprechende Lösungen, Remote und Probleme dann lösen zu können. Weiterer Nutzenaspekt sozusagen. Ja. Vielleicht noch ein anderes Thema, was für die Unternehmen wichtig ist, die diese Transformation in Richtung as a Service durchführen wollen. Das verändert natürlich auch meinen Geschäftsabschluss. Denn wenn ich, so wie ich das vorher beschrieben habe, wenn ich meine Maschinen als Investitionsgüter verkaufe, dann kann ich ja jedes Mal, wenn ich eine Maschine verkauft habe, den gesamten Umsatz auch tatsächlich buchen. Wenn ich ein as-a-Service-Modell habe, wo die Maschine, sagen wir mal, über 60 Monate genutzt wird und sich mein Geschäftsmodell eben über diese 60 Monate erstreckt, dann habe ich im ersten Monat nur 1/60 des Umsatzes plus minus, den ich als Umsatz verbuchen kann. Das heißt, in der Übergangsphase von traditionellem Geschäft zu as-a-Service-Geschäft kriege ich einen Knick in meiner P&L, wo ich mir überlegen muss, wie ich das manage, wie ich das meinen Investoren erkläre. Ich habe natürlich den Vorteil, dass später, wenn das Modell einmal etabliert ist, dass ich viele laufende Verträge habe und dass ich nicht meinen Gesamtumsatz jetzt wieder in jedem Quartal von Grund auf neu generieren muss, weil ich ja viele laufende Verträge habe, die mir den Umsatz schon reinbringen. Und ich muss aber durch diesen Übergang muss ich durch, und das muss ich managen und erklären und kommunizieren und mir vielleicht überlegen, wie ich das abfedere. Also das ist auch ein wichtiges Thema für die Anbieter, die in Richtung as-a-Service-Modelle gehen. Finde ich ein ganz interessanter Punkt oder ein ganz gutes Stichwort, weil es ja auch zu großen Veränderungen bei den Anbietern führt. Und ich meine, so ein Stück weit, wenn ich dann zusätzliche Service bereitstelle, wird ja so ein klassischer Maschinenbauer dann ja auch so ein Stück weit zu einer Software-Company. Das macht ja auch was in dem Unternehmen, das führt ja auch zu Veränderungen. Man denkt in anderen Zyklen etc. Wie ist das bei Kurz Ersa?
Wie gesagt, wir haben momentan dieses Geschäftsmodell, was wir gerade hier diskutiert haben, noch nicht in der Umsetzung, in der Planung. Wir beschäftigen uns damit, aber es ist auch nicht so, dass von 10 Firmen jetzt 9 dieses Geschäftsmodell von uns erwarten. Wir würden natürlich, es ist natürlich so, wie es schon beschrieben wurde, man hat eine Übergangsphase dann, wo man dann diesen Peak nach unten hat, was das Thema Umsatz betrifft. Auf der anderen Seite hat man aber sein fortlaufendes Geschäft und kann das sicherlich über eine gewisse Zeit dann auch entsprechend einplanen und kompensieren. Aber das wird sicherlich ein Prozess sein, so wie wir das als ERSA momentan einschätzen, wo über Jahre hinweg sich entwickeln wird. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Absolut, ich meinte schon, allein die Tatsache, auch das, was Sie jetzt schon anbieten. Sie haben gesagt, Sie bieten da eine Plattform an. Das sind ja auch alles keine typischen Maschinenbauer-Themen mehr, sage ich mal. Also da verändert sich ja trotzdem auch in den Unternehmen so, ne? Definitiv. Wie gesagt, wir haben auf dem Messestand, früher hat man mal maximal den Serviceleiter auf dem Messestand gehabt. Heute haben wir Leute von der Entwicklung, von der Softwareabteilung, genau eben wegen diesen Themen, weil wir eben hier mit einem Softwarepartner zusammenarbeiten und da viel dahinter steckt, wo erklärungsbedürftig ist. Aber wie gesagt, diese Plattform muss einfach zu bedienen sein, damit wir das Vertrauen schaffen, dass unsere Kunden dieses Portal zukünftig auch nutzen. Weil wenn es nicht einfach ist, wenn es nicht sicher ist, dann werden unsere Kunden diese neue Software oder dieses neue Portal nicht annehmen. Und deswegen war es uns wichtig, dass die Bedienoberfläche dieses Portals eben einfach, bequem bedienbar ist. Okay. Ja. Wenn ich darauf noch eingehen darf, der Punkt, den Sie gebracht haben, dass die Entwickler jetzt auch praktisch in den Vertrieb und in die Kundendiskussion mit einbezogen sind, das sehe ich auch als einen sehr, sehr großen Vorteil dieser As-a-Service-Modelle, weil was sie ja tun ist, sie haben eine stärker kontinuierliche Präsenz beim Kunden, sei es jetzt durch Remote-Plattformen oder sei es durch sogenannte Customer Success Manager, die einfach vor Ort sind und sicherstellen, dass die Maschinen auch tatsächlich zur Volle und Gänze genutzt werden. Und das Feedback von dort sollte eben auch tatsächlich wieder in die Entwicklung und Produktion zurückgehen. Wir haben da gesehen, was man vielleicht noch besser machen kann, und wenn Sie jetzt in Richtung Softwareplattform gehen, dann kann das ja auch direkt umgesetzt werden und kann direkt in den Entwicklungszyklus mit eingebaut werden. Und dann kommen Sie eigentlich in so ein Modell, wo Sie so eine Art Racetrack, heißt das, bei einigen Unternehmen haben, wo praktisch neue Features in der Entwicklung generiert werden, dann geht das zum Kunden, dann geht das durch diese Customer Success Phase und dann kommt direkt wieder das Feedback und die Entwicklung kann das direkt umsetzen. Und Sie werden dadurch natürlich auch schneller und innovativer in der Umsetzung neuer Fähigkeiten. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, warum As-a-Service-Modelle wichtig und attraktiv sind. Ja. Ich denke, wichtig, egal bei welchen Modellen, wir als Maschinenhersteller müssen garantieren, dass wir schnell reagieren und kompetent das Problem letztendlich an der Maschine lösen, ob digital oder ob per Telefon. Absolut. Wichtig ist, dass wir die entsprechenden Kapazitäten, Ressourcen zur Verfügung stellen, um eben die Probleme letztendlich, die Themen, die wir tagtäglich von unseren Kunden haben, bestmöglich lösen. Okay. Ein Aspekt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, den hatten wir im Vorgespräch den schon erwähnt, den fand ich ganz, ganz spannend, dass man das durchaus auch im Sinne von Nachhaltigkeit betrachten kann, wenn man solche Mietmodelle oder Servicemodelle anbietet, weil dann einfach Technologie mehrfach verwendet wird, also so verstehe ich das natürlich, wäre auch ein interessanter Aspekt noch, ne? Ja, danke für den Hinweis. Also würde ich sagen, 2 Punkte sind wichtig. Zum einen habe ich natürlich, wenn ich einen Großteil meiner Leistungsmerkmale über Software transportiere, nicht mehr die gleiche Anforderung, ständig neues Material durch die Wertschöpfungskette zu pumpen, sondern ich mache dann ein Software-Update und die Lebensdauer meiner Hardware verlängert sich. Das ist schon mal nachhaltiger, als ständig neues Equipment zu liefern. Und der zweite Punkt ist, dass in einem As-a-Service-Modell ja der Kunde in gewisser Weise von der Hardware einen Schritt weiter weg ist. Die Hardware gehört mir ja noch in einem As-a-Service-Modell. Und dann, das ist auch was wir mit einem Technologiehersteller umgesetzt haben, dann kann ich eben auch hingehen und sagen, so, wir machen jetzt einen Leistungshub, wir nehmen das alte Equipment zurück, natürlich alles abgestimmt, sodass die Wartungsfenster und alles zusammenpassen. Wir bringen euch das neue Equipment, aber wir haben praktisch einen geschlossenen Kreislauf über unsere Hardware. Wir bringen das wieder zurück in unsere Fertigung und können uns dann um das Recycling oder die Circular Economy Aspekte kümmern. Das ist
mit einem as-a-Service-Modell leichter umzusetzen als ohne, weil sie eben am Ende des Lebenszyklus auch wieder da sind. Das geht eben im Kreis. Also, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Ja, gerne. Ja. Also auch für uns als Maschinenhersteller das Thema Nachhaltigkeit natürlich extrem wichtig. Und wenn wir beispielsweise Themen mit unseren Kunden gemeinsam remote lösen können, dann brauchen wir keinen Servicetechniker 1500 Kilometer lang ins Auto sitzen. Absolut. Sondern können das Problem vom Büro aus lösen und tragen somit natürlich auch einen erheblichen Beitrag zu dem Thema Nachhaltigkeit bei. Also von dem her haben wir das auch sehr groß auf unsere Fahne geschrieben. Also ein breites Spektrum an Vorteilen, an Nutzen, was so Servicemodelle bieten, sogar letztendlich dann beim Thema Nachhaltigkeit dann noch einen Beitrag zu leisten. War eine spannende Diskussion und ich lerne daraus, wie gesagt, nicht nur, dass es ein breites Nutzenspektrum gibt, sondern dass es da durchaus auch Bedarf gibt und wenn sich das Ganze vielleicht noch ein bisschen stärker etabliert hat, da auch die Nutzung noch weiter wachsen wird von Servicemodellen und wir sind gespannt, was Kurz Ersa noch alles dann so im Portfolio hat. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, war ein spannendes Thema, spannende Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.